Hallo zusammen, ich bin Jan und auf diesem Kanal, da nehme ich euch mit hinter die Kulissen als Gründer und Unternehmer. Und heute, da geht es um ein Thema, das ist für mich ein Herzensthema, und zwar das neue Servicekonzept für Plenty One. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Beta-Phase unseres ersten Servicekonzepts, sagen wir mal Versuchs. Ja, da war die Technik nicht ambitioniert genug für unseren Bedarf. Aber wir haben natürlich daraus gelernt. Und dieses Mal setzen wir auf ein System, das wir noch länger ausgewählt haben. Das heißt, wir haben viele Tests unternommen. Wir haben dieses System natürlich auch intensiv getestet und es mittlerweile erfolgreich in unsere bestehenden Systeme integriert und natürlich auch in Plenty One selbst vollständig integriert. Ja, was soll das neue Servicekonzept überhaupt leisten? Fangen wir da mal ganz vorne an. Die Produktneuerung. Früher haben wir die Updates im Forum gepostet. Und seit einiger Zeit, ich hoffe, ihr habt es mittlerweile mitbekommen, gibt es das Product Information Hub. Also eine zentrale Plattform, wo alle Neuigkeiten nach Kategorie und Zeit sauber sortiert sind. Es ist für euch viel einfacher, diese Plattform zu konsumieren. Ihr habt einen Ort, ihr könnt Dinge abonnieren und ihr habt alles einfach konsumierbar dort. Ihr müsst es nicht unsortiert mit allen anderen News und Themen gemischt suchen. Und ja, was passiert, wenn mal was nicht läuft? Früher war das natürlich auch im Forum. Da gab es Meldungen, da gab es von uns Reaktionen, da gab es Endstörungsmeldungen, also alles auf einem Haufen. Heute ist das auch einfacher. Seit kurzem haben wir die Statusseite mit einem Ampelsystem. Ampel kennt jeder. Grün, ganz klar, alles ist super. Gelb, es ist etwas holprig und rot, okay, jetzt läuft wirklich etwas schief. Aber selbst wenn das passiert, seht ihr direkt, wann kam die Meldung, aus welchem Bereich kam die Meldung und wenn diese auch entstört wurde, seht ihr das auch dort und ihr könnt euch aktiv benachrichtigen lassen. Das heißt auch hier für euch viel einfacher, konsumierbar, weniger rumsuchen, sondern aktiv informiert werden. Wir sind da vollständig transparent mit euch. Aber kommen wir jetzt mal zum Kern des Ganzen. Und zwar das neue Service Center. Also das ist der absolute Kern von unserem neuen Service-Konzept. Ja, was haben wir in diesem Kern, in diesem neuen Service Center? Da habt ihr die FAQ, natürlich das Handbuch, ihr habt den Chat und das Ticketsystem. Die eben benannten Dinge, also Statusseite, Product Information Hub, die findet ihr natürlich auch verlinkt. Aber kommen wir zu den Neuerungen. Also bei dem Service Center, da setzen wir auf Zendesk, also das, was als Siegerprodukt nach unserem neuen Auswahlverfahren übrig geblieben ist. Also das ist das Beste, was wir am Markt finden konnten. Warum? Weil wir damit viel besser sehen können, wo es gut läuft, und wo es noch hakt. Und das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja gerade sehen, wo können wir noch optimieren? Also das brauchen wir, diese vollständige Transparenz, um unseren Service besser steuern zu können. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch diesen Chat. Ja, ich weiß, der alte Chatbot, reden wir einfach nicht drüber. Das war letztendlich auch der Grund, warum wir uns für eine neue Software entschieden haben. Jetzt haben wir auch hier bei dem Chatbot etwas ganz anderes gemacht, und zwar haben wir die Technologie dahinter getrennt von der Service Center Technologie ausgewählt, um einfach unabhängig zu sein. Also wir haben hier eine unabhängige KI-Lösung und die initial schon mal besser lief als das ursprüngliche Produkt. Aber ist es jetzt perfekt? Nein, natürlich nicht. Aber wie es halt mit KI-Lösungen so ist, es geht stetig weiter und es wird stetig besser, weil jeden Tag mehr und mehr Content bereitgestellt wird. Und das ist auch ganz wichtig, denn all die Dinge, die ein solcher Chatbot beantworten kann, die kann er natürlich schneller beantworten als jeder noch so optimierte Service bzw. jedes noch so optimierte Ticketsystem. All das, was automatisiert geht, geht immer schneller. Wir werden natürlich nicht
auf Menschen im Service verzichten, das ist gar nicht das Thema. Es geht darum, dass die Menschen, die da sind, sich auf die herausfordernden Dinge fokussieren können und dafür genug Zeit haben und alles, was man automatisiert lösen kann, das soll doch bitte auch automatisiert gelöst werden, denn ja, schneller geht es nicht. Und je schneller ihr eine Lösung bekommt, desto früher könnt ihr auch weiterarbeiten, ja, und mehr verkaufen. Ist doch wunderbar. Was natürlich bei dem ganzen Servicekonzept nicht fehlen darf, das ist der Austausch mit euch. Also klar, wir haben das Ticketsystem, da könnt ihr Tickets eröffnen, die werden von uns bearbeitet. Das ist auch eine Art des Austauschs. Aber bei dem Austausch, den ich jetzt meine, da geht es um die klassische Forum-Funktion. Also, dafür haben wir was Neues und das ist der Community-Bereich. Der ist komplett integriert in das Service Center, kann also von uns ebenfalls genauso überwacht und transparent nachvollzogen werden, was da genau los ist. Das bestehende heutige Forum, das bleibt aber eben in einer reinen Lesefunktion. Das heißt, dadurch geht kein Wissen verloren, man kann dieses Wissen noch konsumieren, aber in Zukunft, da nutzen wir als Austausch eben diese neue, moderne und interaktivere Plattform, die einfach besser ist. Und die ist aber auch wichtig, denn wir brauchen diese Plattform besonders im Bereich des Produktmanagements, um Feedback von euch zu bekommen, euch in Betas einzuladen, also wenn neue Module und Features gelauncht werden. Genau da brauchen wir natürlich ganz besonders euer Feedback. Und da möchte ich euch herzlich einladen, ein Teil der neuen Community zu werden. Ja, Service Center, wann kommt das? Das ist schon da. Und Ende Mai, so ist der aktuelle Plan, da wollen wir auch den letzten Anwender, also den letzten Schwung der Anwender umgestellt haben. Wir sind also mitten in der Phase, wo sukzessive der Kreis der Anwender größer wird. Ich freue mich wirklich riesig darauf, weil das natürlich auch wieder so ein herausforderndes Projekt war, was lange gedauert hat, was super viel Energie gekostet hat, wo wir einen zweiten Anlauf gebraucht haben, weil die erste technische Lösung nicht cool war. Von daher bin ich natürlich immer dann besonders gespannt und achte besonders drauf, wie dieser Launch funktioniert. Also, ich bin mega neugierig, bin mega gespannt, wie es läuft und ich hoffe, dass ihr diesem neuen Servicekonzept auch eine Chance gebt. Ja, lasst uns einfach gemeinsam daran arbeiten, dass der neue Service, den wir jetzt beginnen für euch zur Verfügung zu stellen, genau dem entspricht, was ihr euch wünscht. Ja, wird spannend. Vielen Dank und bis bald.